Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dein Ohr für die deutsche Sprache öffnest. Hast du dich jemals gefragt, wie du deinen deutschen Wortschatz schneller und effizienter erweitern kannst? Es fühlt sich manchmal so an, als müsste man Tausende von einzelnen Wörtern lernen, nicht wahr? Aber was wäre, wenn ich dir einen Trick verraten würde? Einen Schlüssel, mit dem du aus Wörtern, die du bereits kennst, also Verben und Adjektiven, ganz einfach neue Substantive, also Nomen, bilden kannst. Genau das ist unser heutiges Thema. Wir tauchen ein in die Welt der Nachsilben, auch Suffixe genannt. Das sind kleine Endungen, die wir an ein Wort anhängen und zack, haben wir ein neues Wort mit einer neuen Funktion. Wir konzentrieren uns heute auf 5 der mächtigsten Suffixe zur Bildung von Substantiven. Ung, heit, keit, schafft und tum. Ich verspreche dir, am Ende dieser Folge wirst du nicht nur verstanden haben, wie sie funktionieren, sondern du wirst auch in der Lage sein, Hunderte, wenn nicht Tausende von deutschen Substantiven zu erkennen und sogar selbst zu bilden. Und das Beste daran, für die meisten dieser Suffixe gibt es eine super einfache Regel für den Artikel. Das Rätselraten zwischen der, die oder das hat hier oft ein Ende. Klingt gut? Dann lass uns keine Zeit verlieren und direkt mit dem Vokabelbooster für dein Deutsch beginnen. Die Grundlagen. Was machen diese Suffixe genau? Bevor wir uns die einzelnen Suffixe im Detail ansehen, lass uns kurz das Grundprinzip klären. Die Suffixe, über die wir heute sprechen, sind Wortbausteine, die eine ganz bestimmte Aufgabe haben. Sie verwandeln eine andere Wortart, meistens ein Verb oder ein Adjektiv, in ein Substantiv. Nehmen wir zum Beispiel das Verb planen. Wenn wir die Nachsilbe ung anhängen, wird daraus die Planung. Aus der Tätigkeit, dem Verb, wird das Ding, das Konzept, das Substantiv. Oder nehmen wir das Adjektiv krank. Hängen wir die Nachsilbe heit an, erhalten wir die Krankheit. Aus der Beschreibung einer Person wird der Zustand, das Substantiv. Das ist im Grunde schon die ganze Magie. Du nimmst einen bekannten Baustein, fügst eine dieser Endungen hinzu und erschaffst ein neues Wort. Das ist unglaublich effizient für dein Vokabeltraining. Ein ganz entscheidender Punkt dabei ist der Artikel. Substantive im Deutschen haben ja immer ein grammatisches Geschlecht. Der, die oder das. Und hier kommt die versprochene Vereinfachung. Fast alle Suffixe, die wir heute besprechen, legen den Artikel fest, egal welches Geschlecht das ursprüngliche Wort hatte. Das ist ein enormer Vorteil. So, jetzt aber genug der Vorrede. Lass uns den ersten und vielleicht häufigsten Kandidaten genauer unter die Lupe nehmen. Das Suffix ung. Vom Tun zur Sache. Wir starten mit dem Suffix ung. Dieses Suffix ist ein wahrer Champion. Es hat eine ganz klare Aufgabe. Es macht aus Verben Substantive. Die Regel ist denkbar einfach. Du nimmst den Stamm des Verbs und hängst ung an. Planen wird zu Planung. Meinen, im Sinne von eine Meinung haben, wird zu Meinung. Entscheiden wird zu Entscheidung. Vorbereiten wird zu Vorbereitung.
Und jetzt kommt der versprochene Artikeltrick. Alle Substantive, die auf ung enden, sind feminin. Immer. Ohne Ausnahme. Es heißt also immer die Planung, die Meinung, die Entscheidung, die Regierung, die Lösung. Ist das nicht fantastisch? Du siehst ein Wort, das auf ung endet und weißt sofort, es ist feminin. Was bedeuten diese neuen Wörter? Substantive mit der Endung ung beschreiben oft den Prozess, die Handlung oder das Ergebnis des Verbs. Schauen wir uns das in Beispielsätzen an. Zum Verb prüfen. Der Lehrer prüft die Schüler. Das ist die Handlung. Das Substantiv dazu, die Prüfung war sehr schwierig. Das ist das Ergebnis, das Event. Zum Verb warnen. Die App warnt vor dem Stau. Die Handlung. Das Substantiv dazu, ich habe die Warnung leider zu spät gesehen. Das Ergebnis, die Nachricht. Zum Verb erklären. Kannst du das bitte erklären? Die Handlung. Das Substantiv dazu, danke für die Erklärung, jetzt habe ich es verstanden. Das Ergebnis. Du siehst also, mit ung kannst du ganz leicht über die Aktion selbst sprechen. Statt zu sagen, jemand hat etwas entschieden, kannst du sagen, die Entscheidung war gut. Das macht deine Sprache abwechslungsreicher und oft auch eleganter. Also merk dir, Verb plus ung ist gleich ein feminines Substantiv, die. Das Du, Heit und Keit, von der Eigenschaft zum Zustand. Machen wir weiter mit einem Powerduo, Heit und Keit. Diese beiden Suffixe haben eine sehr ähnliche Funktion. Sie machen aus Adjektiven Substantive. Sie beschreiben also den Zustand oder die Eigenschaft, die das Adjektiv ausdrückt. Und auch hier gibt es eine wunderbare Regel für den Artikel. Alle Substantive, die auf Heit oder Keit enden, sind feminin, also immer die. Jetzt fragst du dich sicher, wann benutze ich Heit und wann Keit? Dafür gibt es eine ziemlich verlässliche Faustregel. Heit benutzt man bei den meisten einfachen, ursprünglichen Adjektiven. Frei, die Freiheit. Krank, die Krankheit. Schön, die Schönheit. Wahr, die Wahrheit. Sicher, die Sicherheit. Keit benutzt man hingegen meistens bei Adjektiven, die selbst schon auf eine bestimmte Endung auslauten, und zwar auf lich, ich, bar oder sam. Ehrlich, Endung lich, die Ehrlichkeit. Freundlich, Endung lich, die Freundlichkeit. Wichtig, Endung ich, die Wichtigkeit. Traurig, Endung ich, die Traurigkeit. Dankbar, Endung bar, die Dankbarkeit. Hier eine Ausnahme der Endung möglich, Endung lich, aber gehört zu Keit, die Möglichkeit. Und einsam, Endung sam, die Einsamkeit. Schauen wir uns auch hier einige Sätze an. Er ist ein ehrlicher Mensch. Das Adjektiv beschreibt die Person. Ich schätze seine Ehrlichkeit sehr. Das Substantiv beschreibt die Eigenschaft an sich. Ein Urlaub in den Bergen ist möglich. Das Adjektiv beschreibt die Option. Wir haben die Möglichkeit, in die Berge zu fahren. Das Substantiv ist die Option selbst. Die Kinder sind gesund. Das Adjektiv beschreibt den Zustand. Gesundheit ist das wichtigste Gut. Das Substantiv ist das Konzept. Mit Heit und Keit kannst du also abstrakte Konzepte und Eigenschaften benennen. Statt immer nur zu sagen,
Jemand ist freundlich, kannst du über Freundlichkeit im Allgemeinen sprechen. Merk dir also, Adjektiv plus heit oder keit ist gleich ein feminines Substantiv, die. Das Suffix minus schafft Gruppen und Beziehungen. Unser nächstes Suffix ist schafft. Dieses Suffix ist ebenfalls sehr nützlich und erschafft abstrakte Substantive. Oft beschreiben diese Wörter eine Gruppe von Personen, einen Zustand oder eine Beziehung zwischen Menschen. Und was denkst du? Welchen Artikel haben Wörter mit schafft? Richtig geraten. Sie sind immer feminin. Also die. Die Regel bleibt uns treu. Schauen wir uns die verschiedenen Bedeutungen an. Erstens, eine Gruppe von Personen. Der Mann, die Mannschaft, ein Team, zum Beispiel im Sport. Der Bürger, die Bürgerschaft, alle Bürger einer Stadt oder eines Landes. Zweitens, eine Beziehung oder Verbindung. Der Freund, die Freundschaft. Der Nachbar, die Nachbarschaft. Die Verwandten, Plural, die Verwandtschaft, die Gesamtheit der Familie. Drittens, ein abstrakter Zustand oder ein Gebiet. Wissen, Verb, die Wissenschaft. Land, die Landschaft. Bereit, Adjektiv, die Bereitschaft. Der Zustand, bereit zu sein. Hier ein paar Beispiele im Satz. Unsere Freundschaft ist mir sehr wichtig. Die deutsche Mannschaft hat das Spiel gewonnen. Er arbeitet in der Wissenschaft. Das Suffix schafft hilft dir also über soziale Strukturen und abstrakte Konzepte wie Freundschaft oder Wissenschaft zu sprechen. Und die Regel lautet auch hier: Wort plus schafft ist gleich ein feminines Substantiv. Die. Das Suffix tum, Zustände und Sammelbegriffe. Kommen wir zu unserem letzten Suffix für heute. Tum. Dieses ist ein bisschen anders als die anderen. Es wird nicht ganz so häufig wie oder heit verwendet, ist aber trotzdem wichtig. Es bildet ebenfalls abstrakte Substantive, die oft einen Zustand, ein Gebiet oder einen Sammelbegriff bezeichnen. Und jetzt Achtung! Eine Ausnahme bei der Artikelregel. Wörter mit der Endung tum sind meistens neutral, also das. Es gibt aber ein paar wichtige maskuline Ausnahmen. Schauen wir uns zuerst die neutralen Beispiele mit das an. Eigen, Adjektiv, das Eigentum, was einer Person gehört. Heilig, Adjektiv, das Heiligtum, ein heiliger Ort. Wachsen, Verb, das Wachstum, der Prozess des Wachsens. Der König, Substantiv, das Königtum, die Herrschaft eines Königs. Beispielsätze. Dieses Haus ist mein Eigentum. Das wirtschaftliche Wachstum ist in diesem Jahr stark. Jetzt zu den wichtigen maskulinen Ausnahmen mit der. Reich, Adjektiv, der Reichtum. Irren, Verb, der Irrtum, ein Fehler. Beispielsätze dazu. Der Reichtum des Landes ist ungleich verteilt. Das war ein Irrtum meinerseits, entschuldige bitte. Bei tum musst du also ein bisschen aufpassen. Die meisten Wörter sind neutral, das. Aber die wichtigen Ausnahmen der Reichtum und der Irrtum solltest du dir gut einprägen. Schluss und Ausblick. Ich hoffe, diese Folge hat dir gezeigt, dass Deutschlernen nicht nur stupides Pauken von Vokabellisten sein muss. Die Sprache hat ein System, eine Logik. Und wenn man diese Muster erkennt, wie eben bei den Nachsilben, kann man sich das Lernen so viel einfacher machen. Mein Tipp für dich: Nimm dir in den nächsten Tagen einen deutschen Text vor, eine Nachrichtenseite, ein Buch, egal was, und geh auf die Suche.
Markiere alle Wörter, die auf ung, heit, keit, schaft oder tum enden. Du wirst überrascht sein, wie viele du findest. Und bei jedem Wort, das du findest, überlege kurz, von welchem Verb oder Adjektiv kommt es wohl? Was bedeutet es? Das ist aktives Lernen und es bringt dich riesige Schritte voran. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung oder ein Abonnement freuen. Das hilft mir, noch mehr Deutschlernende wie dich zu erreichen. Bleib dran, bleib neugierig und hab Spaß an der Struktur der deutschen Sprache. Ausblick auf die nächste Folge. In der nächsten Folge von Deutsch einfach gemacht gehen wir einen Schritt weiter. Diesmal zu den Adjektivendungen, also den kleinen, aber mächtigen Suffixen lich, ich, bar, voll und los. Wir entdecken gemeinsam, wie man aus einfachen Wörtern wie Freund, Wicht oder Sicht Adjektive wie freundlich, wichtig und sichtbar bildet und wie diese Endungen die Bedeutung eines Wortes komplett verändern können. Ein spannender Blick darauf, wie du mit wenigen Bausteinen nicht nur mehr verstehst, sondern auch viel präziser ausdrücken kannst, was du fühlst und denkst. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Also bleib dabei. Schritt für Schritt wirst du sehen, wie logisch und kreativ Deutsch wirklich ist. Tschüss und alles Gute.